Alexander, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen zum Sonntagsorakel. Heute Mittag könnt ihr das ab 15 Uhr das Orakel für Neumond sehen. Nächste Woche Sonntag habe ich wieder die Sternzeichen drin. Jetzt machen wir heute am Sonntag ein Auswahlorakel für eine schöne Botschaft für uns. So lang kann ich ein bisschen mit euch quatschen. Ja, was soll ich sagen? Mein Leben tröpfelt vor sich hin. Ich mache wie immer das Beste aus allem. Manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwieriger, aber so sind halt alle Dinge im Leben, ne? Wenn es um existenzielle Sachen geht, ist das nochmal was ganz anderes als so dieses, soll ich meinen Job wechseln oder so, ne? Okay. Ansonsten bedanke ich mich für die super Thanks, die ihr drückt, für alle Kommentare, für jedes Like. Das hilft mehr, als ihr glaubt, denn wenn viel Bewegung unter einem Video ist, erhöht es die Reichweite, bedeutet natürlich auch für mich, dass ich besser vorankomme. Also man darf das nicht unterschätzen. Und es dürfte ja auch kein Problem sein, ne? So einen Daumen zu hinterlassen. Das kann auch ein Dislike sein, beides hilft. Okay, dann nehmen wir noch eine Karte von der Nadine und die Vögel lasse ich dann im Anschluss drauf springen, weil man die ja sieht. Nehmen wir hier auch zwei. Okay, dann eine meiner Lieblinge noch. Und dann stelle ich heute mal nichts dazu, damit wir es schön schwer haben und die Intuition geschult wird. Such dir eine Seite aus. Ich habe so ein bisschen das Auge auf rechts geworfen und deshalb beginne ich jetzt auch mit rechts und wir schauen. Ja, lass dir dein Leuchten nicht nehmen. Wir kommen durch. Wir schaffen das, was wir uns vorgenommen haben. Wir gehen unseren Weg und wir sind vielleicht ja auch Leuchtfeuer für andere. Sterne in der Nacht, die Helligkeit irgendwie wieder zurückbringen und die hier sich nicht kleinkriegen lassen. Wir haben die Ringelblume. Ich lege gerade alle aus. Hier geht es um das Fühlen. Wir haben den Adler mit der Freiheit. Wir haben den Hamster mit der Selbstzufriedenheit. Passt vielleicht auch ein bisschen dazu, ne, dass man auf seinem Weg manchmal nicht so ganz zufrieden ist oder man hat das Gefühl, man schafft irgendeine Situation nicht. Ostara, die Fruchtbarkeit. Ein Gleichgewicht zwischen Arbeiten, Ruhen und Vergnügen. Und wir haben hier den Ballon der Hoffnung und den Superhelden. Ich sage gleich mehr dazu. Also, bei der Ringelblume geht es einfach darum, dass man die Kraft und die Schönheit, die Sinnlichkeit erfährt, dass man sich mit guter, wohliger Energie umgibt, ne? Da wir ja hier das Kerzenlicht drauf haben. Ich weiß, im Frühjahr hat man jetzt nicht so die Kerzen an, aber ich finde das Kerzenlicht auch immer sehr angenehm. Und es geht darum, zu fühlen, zu spüren und bei sich selbst und in der guten Gefühlslage anzukommen. Möglicherweise haben wir hier auch
Verantwortungen zu erfüllen und vergessen dabei ganz mal Spaß zu haben oder uns Auszeit zu nehmen. Ja, und der Adler hat hier bei allem Alltag, der hier herrscht und allem, was erledigt werden muss, diese Botschaft, dass es Zeit ist, sich zu befreien und dabei kühn zu sein, den anderen Blickwinkel zu nehmen. Möglicherweise fühlt man sich auch deshalb unfrei, weil man anderen erlaubt, sich an der persönlichen Freiheit zu bedienen. Es geht auch ein bisschen darum, die eigene Macht wieder anzunehmen. Wir sollen auch uns nicht begrenzt fühlen in unseren Möglichkeiten. Das könnte hier nämlich gut ein Gefühl sein von, ich bin mit mir und meinem Leben nicht zufrieden, weil ich eben nur begrenzt auf die Dinge gucke. Und hier geht es auch darum, dass wir immer in der Lage sind, die Umstände des Lebens gewissermaßen zu beeinflussen. Und es geht ja auch immer darum, wie bewerte ich selber etwas, ne? Selbstbefreiung, Selbstzufriedenheit sind hier Schlagwörter und eben auch grenzenlose Freiheit. Das Ausdrücken des wahren Selbst. Und es geht auch darum, nicht so sehr die Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen, sondern ein Leben zu erschaffen, das einem selbst hauptsächlich dient. Wir haben hier die Fruchtbarkeit, ne? Das, was man hier investiert oder aussendet, bringt die Ernte ein. Man darf hier auch, die Karte sagt, es ist ein guter Zeitpunkt, auch Neues zu kreieren, neue Umstände oder Ideen ins Alltagsgefüge zu bringen, die sich dann eben auch dem so zuordnen, dass man sich mehr um sich selber kümmert, dass man sein eigenes Reich absteckt, die Grenzen des Reviers sozusagen, und dass man sich selber in seinen Umständen zufrieden fühlt. Es geht auch darum, wenn man hier zum Beispiel denkt, wow, ich schaffe das nie, alles ist mir zu viel oder so, dass man einfach mit der Ordnung, die man für sich selbst im Leben schafft, eine persönliche Zufriedenheit herstellt, ne? Und dass es dann für einen in Ordnung ist, egal wie es die anderen bewerten. Ja, der Hamster, der sammelt auch ein bisschen, er legt an, ne? Das, was man hier hat, geerntet hat oder ernten möchte, das wird auch gut eingeteilt, damit er in schlechten Zeiten was hat. Und es ist einfach wichtig, dass man hier mit sich selbst ins Reine kommt, dass man weiß, was man will und wie der Weg aussehen soll, den man gehen will. Wenn der Hamster ins Leben watschelt, dann gibt es hier Freude, Selbstgenügsamkeit, Unvoreingenommenheit und das Sein von einem selber hat einen Sinn sozusagen. Dann schauen wir die zwei Karten noch an. Der Ballon der Hoffnung ist ja wunderbar. Da strebt man nach Glück. Man macht das Beste aus der Situation. Kann ja auch sein, dass man eine neue Existenz für sich aufbaut. Man hat einen Hoffnungsschimmer und man lässt sich vor allem nicht unterkriegen. Und hier ist nochmal so was Ähnliches, ne? Man hat hier eine zündende Idee. Das Böse hat keine Chance. Vielleicht ist man auch selbst der Superheld hier. Man bekommt Hilfe in heiklen Situationen. Die Dinge können auch schnell vorangehen. Und es kann auch sein, dass man selber für jemanden die Kohlen aus dem Feuer holt. Wunderbar, ne? Da kommt der Superhero geflogen und hilft mal kurz. Eine schöne Vorstellung. Okay, schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ja, hier sind Veränderungen. Wir haben das Fallen in irgendetwas Unbekanntes, ne? Wir können noch nicht so richtig sehen, wo wir landen, aber es ist jetzt einfach der Moment gekommen, dass sich etwas verändert. Hier geht für euch die Sonne auf. Wir haben den Raben mit dem Thema Wahrheit.
Wir haben die Taube, steht hier in diesem Deck für die ewige Liebe. Wir haben Athene mit der inneren Weisheit, den ersten Schritt mit der Hortensie, den Engel der Verkündung und die Laternen in der Nacht. Das passt ja wunderbar, wenn man hier fällt und man weiß nicht so ganz genau wohin, dann hat man hier die Beleuchtung wieder, ne? Okay, fangen wir oben an. Das Johanniskraut, das kennen die meisten. Da geht die Sonne auf, man ist wieder verbunden, man schließt sich der Lichtquelle an und es wird wärmer und heller. Ist ja ein gutes Pendant hier, ne? Auch mit dem Licht hier ist es relativ dunkel, man sieht vielleicht nichts und hier kommt dann der Weg, der aufgezeigt wird. Dann haben wir hier den Raben, der spricht von der Wahrheit. Da geht es auch darum, sich selbst etwas einzugestehen, zu reflektieren, Bilanz zu ziehen, völlig aufrichtig auch einfach zu sein. Und im Prinzip möchte man hier auch seine eigene Wahrheit leben. Ja, es geht darum, furchtlos dem Weg zu folgen, was hier auch ein bisschen schwierig ist, weil wir noch nichts sehen. Und indem wir das machen, kommen wir der Wahrheit für uns immer näher. Also wir erschaffen uns ein Leben, das für uns Gültigkeit hat, das für uns Früchte bringt. Und wir können dabei sogar noch ein leuchtendes Beispiel für andere sein. Wir bauen hier auf unser inneres Wissen. Wenn wir hier nichts sehen oder die nächsten Schritte sich nicht richtig abzeichnen, sagt die Karte einfach, im Inneren weiß man das, was zu tun ist. Und es geht einfach darum, das auch umzusetzen. Wir haben die Eule dabei, ne? Die hat einfach diese Qualität, auf das innere Wissen auch zurückzugreifen. Und hier könnte es sein, man steht vor so einem Berg oder man fühlt sich ungewiss. Und es geht nicht darum, den ganzen Berg zu sehen, sondern es geht darum, ein Problem zu zerlegen in winzige Teile und dann den ersten Schritt mal zu machen, ganz vorsichtig. Mit der Taube habt ihr hier echt eine super Energie, denn der Engel der Liebe landet in eurem Leben. Man findet Frieden, Erfüllung und vor allem auch in Liebesangelegenheiten. Die Karte spricht davon, dass die Seele einen ruft und dass man sich der Liebe wieder öffnet oder sie auch in die Welt strömen lässt. Verbindungen zu Seelenmenschen sind da. Man hat so eine magnetische Kraft, die anzieht, was einem im Leben gut tut, auch in der Liebe. Und es wird so gesagt, konzentriert euch auf das, was in der Liebe oder in Liebe sein soll. Achtet auf eure Träume und guckt mit den Augen der Liebe und lasst die Liebe in die Welt strömen. Venus hat sich euch angenommen und euch gesegnet und hier liegt so eine wunderbare tiefe Erfahrung, die euch sehr bereichern die euch sehr bereichern könnte, wenn ihr es zulasst. Ne? Ja, dann kommt hier eine wichtige Ankündigung für euch. Man fällt eine Entscheidung, man verkündet etwas. Möglicherweise posaunt man es gerade so heraus. Wenn man hier zur Wahrheit findet, verkündet man das ja sehr gerne. Ne? Man hat etwas geschafft, das jetzt Gültigkeit hat und man möchte es mitteilen. Und mit den Laternen in der Nacht kriegt ihr hier auch gesagt, dass man hier schon die Vorboten für euren Erfolg sieht, für Anerkennung und Glück. Hier sind spirituelle Erkenntnisse, hier ist Großmut. Und man erkennt, dass man sich grundlos Sorgen gemacht hat. Man hat so Offenbarungen und die verkünden sich hier auch raus in die Welt. Jetzt habe ich ja bei dem einen Stapel das Vögelchen vergessen. Wer jetzt noch dran ist, wir ziehen eins für alle. Oh Mann. Die Schwalbe. Ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Passt auch, super, ne?
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Denkt heute Mittag an das Neumond-Orakel, 15 Uhr. Bis dahin einen schönen Sonntag. Tschüss.